Die Reaction Hybrid Baureihe bietet eine Vielzahl von Optionen. Wir sehen hier, es gibt verschiedene Rahmenoptionen, wir haben jeweils Farboptionen und auch was die Ausstattungen angeht, bleiben keine Wünsche offen. Schon begonnen hier mit dem Reaction Hybrid Performance. Ja, hier teilen sich sogar das Modell und der Bosch-Antrieb den Namen, denn hier ist der bewährte Bosch Performance-Antrieb im Einsatz. Also es liegen schon bis zu 65 Newtonmeter Drehmoment an und das ganze Paket hier auch schon mit einer Shimano 9-fach-Ausstattung. Hier auch die Option, wieder wie bekannt, ein Allroad-Modell, also wo ich dann auch schon Beleuchtung und Zusatzfeatures an dem Rad habe. Eine Stufe höher, Reaction One. Wir sehen auch schon, der Rahmen noch anders gestaltet. Also hier haben wir schon ein Gravity Casting Verfahren, arbeiten hier auch schon mit einem 1,5 Zoll Steuerrohr am unteren und am oberen Lager. Auch schon, man sieht es mit unserem eigens entwickelten E-Bike Vorbau, der sich da eben formschlüssig auf diesen Spacer anschließt. Ein ästhetisches Feature und natürlich ab diesem Modell One auch der Performance CX Antrieb von Bosch. Also hier geht es schon hoch bis zu 85 Newtonmeter Drehmoment und wir haben den Size Split auch angepasst bei diesen Rahmen. Wir haben jetzt bis 15 Zoll Rahmengröße, die 27,5 Zoll Laufräder. Ab 17 Zoll geht es dann auf die 29er, noch passender, je nach Größe, eben das perfekt ausgewogene Fahrwerk. Wir haben hier dann schon Deore im 1x10 Setup, eine Stufe höher, kommt dann Reaction Hybrid Pro. Da sind wir schon bei der neuen Deore 5100er Gruppe, das heißt wir sind hier bei 11-fach, haben aber schon dieselbe Spreizung, die auch die Deore 12-fach Modelle bieten, bloß mit einem Gang weniger, aber die gesamte Bandbreite ist da schon vorhanden. Und wir sehen es auch an der Front, was die Gabel angeht, hier aus der X-Fusion MIG Baureihe. Also wir reden hier von einer Luftgabel. Wir sehen, haben auch schon eine Steckachse, sogar ein Boost-Standard, also mit 110 mm Einbaubreite. Und das Ganze auch luftgefedert, was nochmal Gewicht spart. Auch beim Reaction Hybrid Pro bieten wir eine Allroad-Version und ein kleines Feature hier noch, neu für Modelljahr 2022. Hier kommt der neue Acid Slim Gepäckträger zum Einsatz, der auch in den Gravel-Modellen zum Beispiel verwendet wird. Also noch ästhetischer, noch schlanker. Neben 9, 10 und 11-fach haben wir dann natürlich auch noch das Modell Race. Da geht es dann schon in den Bereich 12-fach. Das Reaction Hybrid Race unterscheidet sich in einigen Punkten von den Modellen Performance, One und Pro. Während diese in den zwei Rahmenvarianten mit klassischem Oberrohr oder als Trapezrahmen erhältlich sind, haben wir hier beim Reaction Hybrid Race das Thema Tiefeinsteiger im MTB Hardtail integriert. Also hier haben wir klassisches Oberrohr oder die Easy Entry Tiefeinsteiger Version. Wie schon erwähnt, wir sind hier im Bereich Shimano XT 1x12, also wirklich von 10 bis 51 Zähne, komplette 510% Übersetzungsbandbreite, wo ich wirklich immer in der perfekten Frequenz treten kann, wo ich meine eigene Leistung und die des Motors eben perfekt auf den Untergrund bringe. Hier auch, wie schon beim Modell Pro, die 2,6 Zoll Reifen, die einfach noch mehr Komfort, mehr Traktion und angenehmes Fahrgefühl vermitteln. Neben Shimano XT her, was wirklich ein etablierter Name ist, auch bekannte Technologie seitens Suspension, denn wir haben hier schon die RockShox Judy im Einsatz. Wir sehen das hier in der E-Bike-spezifischen Version und auch was das Verzögern angeht, nochmal ein Upgrade. Wir haben hier die Shimano MT420 Bremsanlage an Bord. Das heißt, wir arbeiten mit 4 Kolbenzangen vorne und hinten und auch mit den großen 203 mm Bremsscheiben. Also hier habe ich auch auf langen Abfahrten volle Kontrolle und kann Überhitzung und Fading vorbeugen. Wir starten hier beim Modell EXC mit einer SRAM NX Eagle, also 1x12 Technologie. Das Ganze natürlich auch mit Magura Bremsanlage, 4 Kolben vorne, hinten, um das Gefährt auch sicher unter Kontrolle zu behalten. Modell
SL, dann ganz spannend, eine neue E-Bike-spezifische Gabelgeneration von Fox, basierend auf der 34er Baureihe, aber mit zusätzlichen Aufnahmepunkten für Schutzbleche, für Licht, ganz speziell auch mit einem anderen Dämpfersystem, was noch mehr Kontrolle an der Front bringt. Hier übrigens bei diesen Modellen an der Front immer 120 mm Federweg, auch eine Neuerung. Wir sehen bei den Modellen auch ein neu geformtes Sitzrohr. Wir reden hier von einer Double Chamber, also eine zusätzliche Hohlkammer. Man kennt das Ganze vielleicht von Felgen auch, wo eine zusätzliche Hohlkammer mit ganz wenig Mehrgewicht deutlich mehr Steifigkeit bringt. Das Ganze wird auch verschlossen oder ja, hier oben abgeschlossen von der neuen eigens entwickelten Sattelklemme. Die hat auch noch ein Zusatzfeature, nämlich ein Mini-Tool, wo ich gleich mal einen 5 und 6 mm Sechskant mit dabei habe. Kann also hier die Gabelachse zum Beispiel festziehen und wenn ich das Ganze entnehme, habe ich auch noch einen gewissen Diebstahlschutz für meine Sattelstütze.